Pokémon-Sachen, Chips, ne, mit One Piece und sowas alles. Also das sieht man so, kommen direkt. Ich glaube, ich hätte sie nur richtig aufmachen sollen. Oh, das sieht aber sehr fancy aus. Das sieht ja schon fast wie Glibber aus. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M, genauer gesagt unserem Zweitkanal Big M TV. Und heute sind wir in Düsseldorf, genauer gesagt vor den Düsseldorfer Arkaden. Hier soll sich seit dem 16.01. ein neuer asiatischer, koreanischer, japanischer Lebensmittelladen befinden, der sich Gangnam nennt. Viele von euch ist vielleicht der sogenannte Gangnam Style Hit einmal noch ein Begriff. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oder möglicherweise davon halt der Stadtbezirk in Seoul, Südkorea, Gangnam. Einer, wenn nicht der wohlhabendste Bezirk in ganz Südkorea, der vor allem natürlich auch für seine Speisen wie ganz Südkorea bekannt ist. Und deswegen sind wir heute hier. Ich wurde von euch aufmerksam gemacht, dass ich mir das Ganze noch mal anschauen soll, welche Neuheiten das gibt, welche Sachen im Bereich Food wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns nach dem Opening vor ein paar Tagen am 16.01. an, was in den Düsseldorfer Arkaden The Gangnam so zu bieten hat. So Leute, ich komme gerade das erste Mal aus dem neuen Laden. Ich war kurz mal drinne, habe mich mal kurz umgeschaut, aber wisst ihr was? Bevor ich mir jetzt dachte, ich schaue mir das alles alleine an, nehme ich euch mit, machen dann einen kleinen Vlog dazu, ne? Dann schauen wir uns die Regale dazu an. Was ich direkt schon gesehen habe, an der Seite hat man eine Mikrowelle, das heißt, man kann wahrscheinlich auch asiatisches Food hier quasi holen, warm machen, Mittagspause oder so. Also da dachte ich mir, bevor ich jetzt schon zu viele Einblicke mir selbst nehme, ohne euch, nehme ich euch jetzt mit. Das heißt, wir machen es, ich sag mal, so einem Vlog-Style jetzt hier erstmal durch die Gänge und schauen uns mal so die Sachen an, die es vielleicht hier ausmacht oder die wir noch nie gesehen haben. Ich bin selbst ein bisschen aufgeregt, weil ich es immer geil finde, so neue Sachen zu testen oder zu sehen. Und deswegen würde ich sagen, jetzt gehen wir zusammen mal rein und schauen uns an jetzt, was Gangnam vielleicht so außergewöhnlich mal für uns so parat hat. So, ihr habt gesehen, das waren so ein bisschen die Eindrücke, gerade wenn man reinkommt. Und dann steht man, ich sag mal, hier vor so dem ersten Regal. Und da sehe ich sowas, was man zum Beispiel hat wie Mochis. Hier auch ganz unten in ganz vielen verschiedenen Angeboten. Sowas hier wie Mando-Pudding. Oder wie gesagt, auch ganz oben klassisch Mochi. Zum Beispiel jetzt hier mit so typisch Matcha-Geschmack. Also ich denke, das dürfte ja vielen noch so bekannt sein. So Mochi-Style gibt es in Düsseldorf viel. Habe ich schon mal probiert, schmeckt echt gut. Ich denke, wir werden uns echt mal hier und da vielleicht was mitnehmen, weil man kann sich ja auch hinsetzen, wie ihr gesehen habt. Und dann werden wir entweder was in die Mikrowelle schmeißen oder so auspacken. Mal schauen, was wir finden, aber ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zu den nächsten Regalen. Also was auffällt, ne, ich habe ja gerade so gesehen, Klassiker mit Pokémon-Sachen, Chips, ne, mit One Piece und sowas alles. Also das sieht man so, kommen direkt in den ersten Regalen. Ich denke mal auch so als Eyecatcher natürlich, ne, weil viele damit was in Verbindung stehen. Dann haben wir jetzt hier, sehe ich gerade, sind wir in so einer japanischen Abteilung. Würde ich jetzt zumindest einmal vermuten, ne, weil wir jetzt hier, ich sag mal, diese Algenblätter haben, die jetzt auch so für Sushi und sowas fertig gemacht wird. Ich meine, gut, das gibt es natürlich auch im Korean-Style. Aber ich denke gerade so, auch jetzt hier dieses typische Sushi-Nori, ne, verbinden ja doch dann viele, ich sag mal, Sushi-Kunst halt mit Japan. Aber wie gesagt, es gibt so viele außergewöhnliche Sachen hier, so Barbecue-Flavor, ne, so Chips dazu, die man mit oben drauf machen kann. Also echt richtig, richtig viele Sachen. Ich würde sagen, wenn ich noch was Außergewöhnliches finde, dann sage ich euch das. Ansonsten nehmen wir uns, würde ich sagen, gleich einfach mal so ein paar Sachen und schauen, ob wir das hier testen oder mit nach Hause nehmen, da noch was machen. So, meine Lieben, ich habe den lieben Duke hier. Du bist der Storeleiter, habe ich gehört, ne? Genau. Von dem Laden hier. Ja. Und ich habe ja auch gerade erfahren, ihr habt ja erst jetzt, ich sag mal, den anderen Laden auch erst mal vor ein paar Monaten aufgemacht, ne? In genau. Düsseldorf. Seid ihr auch so gut angenommen hier jetzt wie drüben? Oh, hier mega gut angenommen. Ich glaube, viele Kunden wissen noch nicht von uns, aber es läuft schon mega gut hier. Freut mich, freut Genau. mich. Was ist so das Konzept, worauf ihr euch jetzt hier so konzentriert? Also wir konzentrieren uns schon auf koreanische Produkte, also
Richtung, genau. Deswegen haben wir auch hier so Fotobooth aus Korea, wo du auch mit den Idols Bilder machen kannst. Ach, okay. Das ist nur exklusiv bei uns. Quasi mehr als nur so ein Food-Spot, sage ich mal. Genau, sondern aber noch- eher in Richtung Food. Klar, mehr Food, ne? Aber Das so ein ist so bisschen mal auch Gimmick. mit Unterhaltung. Ne? Ich habe Genau. gehört, ihr kriegt auch demnächst irgendwie so, also so heiße Küche, ne? Auch dass man Genau, hier so frisch also essen und so To-Go-Food, kann. genau. Ne? Ich habe gehört, auch noch einen Wasserkocher demnächst für Genau, und Yum-Yums Mikro- oder so. Ne? Ja. Sehr geil. Also wir haben auf jeden Fall schon gesehen, weil ich ja auch gesehen habe, als ich mal hier durchgelaufen bin, ihr habt ja so viel im Angebot. Ich Ja. weiß jetzt gar nicht, was man sich jetzt, ich sag mal, hier vielleicht mal aus, so was man probiert. Aber du hast uns was Geiles zusammengestellt. Genau, das ist halt nur ein bisschen. Wir haben natürlich mehr. Ja, Und, ich kann das ruhig mal halten, sehr gerne. Also wir haben hier so ein kleines Körbchen, 7 Sachen, da hast du rausgesucht ungefähr. ich glaube ne? ein bisschen mehr, Ein bisschen ja. mehr. Mehr als 7. Dann stell uns mal kurz was vor vielleicht. Also das hier, soweit ich weiß, haben wir nur das von der Marke Samlip. Das ist Yakwa-Kekse. Die sind halt traditionelle Kekse Ja. aus Korea. Das ist Originalgeschmack. Und das ist mit Matcha. Ja. Das ist so Tee-Geschmack. Und hier ist halt Zimt. Zimt mit dabei. Apfelzimt, Das genau. wird was auf unserem Kanal sein. Ich liebe Zimt. Ja? Ich liebe Dann musst du es Zimt. unbedingt probieren. Das nehmen wir schon mal gleich mit. Dann haben wir hier noch was, ne? Das Ja. sieht so ein bisschen aus wie Yum-Yum, kann das sein? Ja, Yum-Yum ist Nee, nicht wie so ganz... heißen diese scharfen Nudeln nochmal? Buldak. Buldak-Nudeln, genau. Buldak. So ähnlich? Ja, das ist ähnlich, aber das Geile ist, das ist nicht nur dieser Buldak-Ramen Ja. drin, sondern auch diese Rice Cakes, Ja. also diese Tteokbokki, Ja. Rice Cake Stangen und die sind zusammen. Also Tteokbokki, Ramen und Reiskuchen zusammen. Gibt's auch in verschiedenen Schärfe wahrscheinlich. Genau, Varianten, das ne? ist sehr scharf, das ist süß-sauer und das ist das Geilste, das ist Carbonara. Dann nehmen wir das auf jeden Fall gleich auch schon mal mit. Ja, genau. Dann sehe ich hier mal das nächste große Ding. Das sieht auch sowas wie Nudeln, cheesy Ramen. Auch wieder so Ramen in Käse. Genau, ist auch wie Buldak, aber halt von der anderen Marke Ottogi. Ja. Genau. Was ist dein Und das- Favorite? Eigentlich das finde Das ich ganz sogar? gut. Noch. Ja, Buldak eigentlich auch ganz Ja. lecker, aber das zur Abwechslung kommt ganz gut. Und bei der Marke kriegst du auch noch die nicht scharfe Variante. Nicht scharfe Variante. Genau, das wir, ist nicht scharf. Wir können ganz gut scharf auf dem Kanal essen. Ich habe gesagt, vielleicht jetzt nicht wie asiatisch, aber ich kann gut scharf essen. Ja? Ich probiere mich auch gerne an scharfen Okay, Sachen. super. Weil wir haben auch noch eine Menge Sorten von Sriracha. Kennst du die? Ja, klar. Ich Ja. liebe Sriracha-Soße. Ja. Aber wenn du die schon essen kannst, und das ist auch noch. Top. Das ist dann okay. Dann denke ich mal, werden wir auch was Scharfes dann mitnehmen. Und dann sehe ich, haben wir noch ein bisschen was anderes, ne? Genau, wir haben eine Menge von den House Drinks hier, gerade sehr beliebt in Korea, auch in Deutschland. Wir haben noch mehr Sorten, aber natürlich konnte ich das nicht alles reinpacken. Und gibt es ja nur bei uns. Und man tut das immer in so einem Eisbecher rein und man trinkt das so. Ein bisschen auflösen und dann mit Geschmack so Eiswasser oder was? Also du kriegst so einen Eisbecher und dann machst du die Tüte auf, einfach reinschütten und dann trinken. Das ist schon sehr, sehr süß. Ja? Ja, aber wenn du das so pur trinkst, dann ist es sehr süß. Okay. Das ist sehr süß. Ja, vielleicht nehmen wir davon dann auch eins mit. Die sind ja, Ja. verschiedene Geschmäcker dabei. Vielleicht Genau. suche ich mal eins raus. Ich glaube, ne? wir haben 60 Sorten 60 oder so. Sorten. Genau. Ich sag Das ja, ist wir so- können gar nicht alles heute mitnehmen, hier testen. Deswegen ist es dich gut, dass wir hier mal so zu Rat gezogen haben. Dann können wir vielleicht ein paar Sachen auf Empfehlung einfach mitnehmen, testen. Ich finde. Und dann würde ich sagen, machen wir den Korb zusammen. Ich suche mal, was wir mitnehmen. Und dann sehen Ja. wir uns gleich bei mir zu Hause wieder. Machen wir ein bisschen was fertig. Danke dir. Danke dir. Ihr seht, wir haben ein paar Sachen mit nach Hause genommen. Wir waren ein bisschen shoppen und haben das eine oder andere natürlich mitgenommen, was uns empfohlen wurde. Wie zum Beispiel diese Stir-Fried Cheese Ramen. Es sind 4 Packungen drin. Das, was mir schon so ein bisschen aufgefallen ist, man muss, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das hier nehmen, das ist zum Beispiel auch noch so eine, ich sag mal, so eine Art Nutenterrine, nur halt so im koreanischen Style. Hat man natürlich jetzt hier so, ich sag mal, die europäischen, deutschen Nährwertangaben und das verdeckt manchmal so ein bisschen, ich sag mal, wie das Ganze zubereitet wird. Das heißt, man muss hier immer so ein bisschen das Ding abmachen und dann sieht man zum Beispiel hier gleich auch, dass wir das Ganze, ich sag mal, in der Mikrowelle machen müssen. Das heißt, ich werde jetzt die Ramen in einen Nudeln-Topf zusammen machen, werde ich euch sagen, wie ich das gemacht habe und diese Minutenterrine. Wir kommen aber noch zu den Zimtkeksen. Die will ich unbedingt probieren. Ihr wisst, wir sind ja hier so Zimtlover. Dann habe ich das noch mitgenommen. Wer kennt die Serie Shin Chan von früher? Lucky, ich such nach meinem Lucky.
Es wäre echt voll beknacki, wenn er von einem Laster Zermanschi worden wäre wie ein großes Häufchen Kacki. Wer ist ein Anime-Kind? Schreibt es mal gerne rein. Diese Kekse hat dieser junge Mann hier, der sein Po gerne immer gezeigt hat, immer gern gegessen. Die wollte ich immer mal probieren als Kind. Jetzt ist die Möglichkeit da. Dann haben wir uns noch, ich sag mal, so ein Brot mitgenommen. Das ist neu in der Kollektion in Milk Flavor, also Milchgeschmack dazu. Und dann wurde ja eben gesagt, haben wir diese Getränke dazu. Ich habe mir mal angeschaut, man muss sich jetzt ein Eisglas fertig machen und dann kommt das als Sirup, ich sag mal, oben drüber. Ich mache das Ganze jetzt fertig und dann sehen wir uns jetzt gleich hier wieder, wenn ich die Sachen wie jetzt den Rahmen und die Terrine einmal heiß gemacht habe. Damit ist es angerichtet. Was habe ich gemacht? Ganz einfach. Das Ganze hier wird einmal mit, ich sag mal, heißes Wasser kurz aufgekocht in die Mikrowelle noch gesteckt. Ne? Es dampft auch richtig schön. Dazu sind dann die sogenannten Ramennudeln und Rice Cake ist noch drin. Und da kommt schon die erste Soße oben drüber und dann soll gleich noch eine Carbonara oben drüber kommen. Einmal verrühren, das war's. Also dauert so ungefähr 3 Minuten. Riecht, aber das riecht schon richtig gut. So nach einem richtigen, oh, wie so, ich sag mal, so ein Chips-Geruch. Wenn ihr so richtig Paprika-Chips aufmacht, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Dann ist quasi hier 4 Packungen von diesen Ramen drin, Cheesy-Ramen. Die muss man tatsächlich, wie ich sag mal, Nudeln aufkochen. 3 Minuten 30 und dann haben wir quasi hier noch drin einmal eine cheesy Rahmensoße, eine Liquidsoße und so eine Powersuppe. Und nachdem das Ganze dann 3 Minuten 30 wie jetzt hier aufgekocht wurde, soll man es in eine Schüssel geben. Dann die beiden Suppen, beziehungsweise das ist schon mal Pulver hier. Klatschen wir noch die Soße oben drüber. Ich glaube, ich hätte sie nur richtig aufmachen sollen. Oh, das sieht aber sehr fancy aus. Das sieht ja schon fast wie Glibber aus. Also da bin ich gespannt. Jetzt gleich schon eingeschmiert. Aber so soll das Ganze dann, ich sag mal, umgerührt werden. Ne? Machen das jetzt mal. Boah, es riecht jetzt schon richtig cremig. Ich habe es gerade mal so 30 Sekunden umgerührt. Alter, das sieht so cremig jetzt schon aus. Boah, es riecht zu krass. Also es riecht sehr künstlich, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber es riecht schon sehr intensiv. Und jetzt sieht schon wirklich, ich sag mal, wie so eine richtige Käsesoße aus, ne? Ich lasse das Ganze jetzt mal noch kurz eine Minute stehen, vielleicht noch ein bisschen einziehen. Währenddessen würde ich sagen, machen wir das gleich mal mit der Carbonara. Machen das auch noch mal drüber. Dann machen wir das gleiche auch hier, ich sag mal, mit dieser Nudeln-Rice-Cake-Variante als Carbonara-Style. Da rühren wir das auch nochmal um. Muss euch aber ehrlicherweise sagen, das riecht jetzt für mich nicht so nach Carbonara. Riecht auch sehr, sehr künstlich. Aber geben dem Ganzen natürlich eine Chance. Das lassen wir auch mal kurz einwirken. Dann kommen wir zu unseren Getränken. Das sind ja diese, ich sag mal, Ice Talks. Einmal hier als Eiskaffee mit Peach-Eistee. Da habe ich mir das Ganze mal bei YouTube selbst angeschaut, wie man es macht. Man nimmt tatsächlich, ich sag mal, eigentlich nur Eis. Ich hatte jetzt aber nicht nur Eis. 250 Milliliter, tut das Ganze dann hier rein. Und dann war es das eigentlich. Wie gesagt, man nimmt eigentlich nur Eis. Hab bei dem anderen jetzt noch mal ein bisschen Wasser raus. Oh. Hab bei dem anderen noch mal ein bisschen Wasser rausgenommen. Haben jetzt hier eine Zero-Variante. Da hat alles reingepasst. Oh, das riecht schon sehr zitronig. Erinnert mich so ein bisschen an an Kratzeis. Zitrone von früher, so könnt ihr euch das vorstellen. Ich würde sagen, wir probieren mal als allererstes jetzt hier unser Getränk, was wir fertig gemacht haben. Boah, was habe ich euch gerade gesagt? Wer Kratzeis Zitrone von früher kennt, schreibt es in die Kommentare. 1:1 der Kratzeis-Zitronengeschmack von früher. Wenn unten was noch, ich sag mal, flüssig gewesen ist, 1:1 der Geschmack. Schmeckt für mich richtig geil, weil das war mein Lieblingsding. Ist sogar, wie gesagt, Zero-Variante. 0 Kalorien für das ganze Ding. Also das werde ich mir definitiv nochmal holen, weil ich liebe diesen Geschmack und Zero dann sowieso. Dann Ice Peach, das ist nicht Zero. Schmeckt man auch sofort. Ist zwar etwas süßlicher, trifft aber jetzt nicht meinen Geschmack, weil ich sowieso nicht der Eistee-Fan bin. Aber das Ding kann was. Also für den Sommer, ich werde mir das nochmal holen, wenn nur Eis gemacht wird. Und dann da rein, das kann ich mir als richtige, ich sag mal, Abwechslung und Erfrischung vorstellen. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren fettigen Terrinen hier. Probieren jetzt mal hier unseren Rice Cake mit den Nudeln. Ihr seht, jetzt ist es auch richtig, richtig schön, ne? Es ist schön am Dampfen. Riecht aber immer noch nicht nach Carbonara. Wir nehmen uns direkt, wisst ihr was, einfach komplett Reiskuchen. Wie gesagt, das sind so riesen Stücke hier. Und ich sag mal die Instant-Nudeln dazu. Also, für alle, die scharf mögen, das ist genau das Richtige. Das ist eine der schärfsten Sachen, die ich in letzter Zeit gegessen habe. Also das ist schon sehr scharf. Ich glaube, deswegen ist auch dieser kleine Babyteufel da mit oben drauf. Halleluja, schon scharf. Carbonara schmeckt man kaum, aber es geht trotzdem auch in diese Käse-Richtung. Ich denke mal, die hier sind aber viel käsiger. Vielleicht hätten wir das Ding erst am Ende nehmen sollen. Probieren jetzt das hier mal. Auf das bin ich mal gespannt. Ne? Also das sieht schon richtig cool aus. Probieren wir auch so einfach ein Riesending da rein direkt. Also ich muss sagen, das schmeckt schon, ich sag mal, nach Käse, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Also es schmeckt wirklich so, wie man es sich auch vorstellt, nach künstlichem Käse.
Also es hat von der Konsistenz her, muss man es mögen. Wie gesagt, es riecht auch, also habe ich jetzt, also es riecht käsig, aber nicht diesen typischen frischen Käsegeschmack wie ein Camboy. Ich muss noch was trinken. Also weiß ich jetzt nicht, habe ich noch keine Meinung zu, nehme ich gleich nochmal was. Dann kommen wir zu unseren Apple Cinnamon Küchlein-Kekse. Oh, wie cool, die sind sogar alle einzeln verpackt. Hä, wie cool. Ich meine, gut, Umwelt ist da jetzt was anderes, freundlich, ne? Plastik und so, aber finde ich schon nice. Einfach so ein Küchlein, Apfelzimt. Also man schmeckt schon den Apfel-Zimt-Geschmack raus. Von der Konsistenz her kann ich euch sagen, ist das so ein Keksteig, der so in diese Richtung Winterplätzchen geht. Also gar nicht so ein Keks, der trocken und knusprig ist, sondern wirklich, ich sag mal so, nicht drisch. Aber ich glaube, ihr wisst dann, was ich meine. Ne? Wirklich in diese Spritzgebäck-Abteilung so von der Konsistenz her, sage ich mal. So könnt ihr euch ungefähr diesen Keks vorstellen. Dann kommen wir zu unserem Küchlein, beziehungsweise Tuki Meki Brot in Milk Flavor. Oh, das riecht schon wie so ein Milchbrötchen, was man auch aus Deutschland kennt. Genauso riecht es. Oh, es riecht geil. Alter, das sieht geil aus. Das sieht richtig cool aus. Da unten ist noch so ein Ding. Ich denke mal für die Frische. Boah, es fühlt sich auch richtig weich an. Man kann es oben richtig reindrücken, ne? Also, das sieht schon wirklich sehr fancy aus. Da beißen wir mal zusammen rein. Also ich muss schon sagen, es ist leider mehr Schein als Sein, denn wenn man reinbeißt, hat man, ich sag mal, hier innen drin so eine richtig, richtig fette Kuchenschicht und die ist schon relativ trocken, ne? Also das Ding ist von außen richtig, richtig geil, richtig weich fühlt sich an. Ich sag mal so, wenn das Ganze innen drin so wäre, dann wäre es richtig cool, aber so ist es, sag mal, ein Trockenbrot leider. Das könnte ich mir, ich sag mal, ja, jetzt, wenn man dazu kommt mit Soßen, Schokolade, Nutella, Marmelade, lasst euch da die Kreativität ein bisschen auf, dann kann man das ganz gut essen, aber so als Snack wäre es mir persönlich so ein bisschen zu trocken. So, und dann kommen wir für alle Anime-Fans zum Kindheitstraum, die Shin-Chan-Kekse. Da ist sogar was mit drin gewesen, was man mit einer Schere aufschneiden muss, steht hier. Cool, da sind sogar so Sammelsticker drin, sieht aus wie eine Briefmarke. Also aber halt in Korean-Style oder japanisch. Ich denke mal eher dann japanisch wegen Shin-Chan. Aber da ist eine Briefmarke dabei, kann man sogar noch sammeln. Finde ich cool, ist so ein bisschen früher wie Panini. Ganz cool. Da werde ich die Kekse vielleicht noch mal ein bisschen mehr sammeln. So, dann machen wir sie auf. Und holen sie raus. Sie erinnern mich so ein bisschen jetzt vom Aussehen her, sage ich euch ganz ehrlich, wie so Cornflakes, weil sie auch so klein sind. Kein Scheiß, das sind Cornflakes. Das sind Cornflakes als Kekse. Also hier steht immer alles, das ist so ein bisschen der Nachteil, natürlich auch auf asiatisch, koreanisch, japanisch drauf, was so die Zubereitung, die ganzen Sachen dann stehen. Aber es sind Kekse. Aber es sind, sage ich mal, Cornflakes-Kekse zum Essen. Also ihr könnt euch das wirklich wie so, ist jetzt Schoko-Cornflakes vorstellen, Rice Krispies, was weiß ich. Genauso schmeckt es und genauso ist auch die Konsistenz. Und damit, meine Lieben, haben wir soweit alles vorgestellt. Das sind einige Sachen dabei, die sehr überraschend sind. Dieses Ice Peach 6 von 10, das hier kriegt von mir eine 8 von 10. Das in dem Zitronengeschmack, der Kuchen, ja, mehr Schein als Sein, 4 von 10. Das Ding hier kriegt von mir jetzt auch eine 5 von 10, weil ich würde es mir definitiv nicht nochmal holen, ist aber geil mal was zu probieren. Das Ding hier hat mir definitiv besser geschmeckt, für alle, die scharf essen. Das ist für mich mal so eine Nudelterrin-Variante, die mir definitiv besser schmeckt als, ich sag mal, so das, was man im sonstigen Supermarkt kriegt, weil es richtig, richtig scharf ist. Also das Ding kriegt von mir eine 7 von 10. Die Cornflakes, die fallen mir hier schon raus, weil ich sie falsch reingelegt habe. Die kriegen von mir auch so eine 5 von 10, weil es mehr als Cornflakes sind. Die Kekse Zimt, eine 6 von 10. Und damit haben wir soweit alles durch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Den Laden werde ich definitiv nochmal besuchen. Macht es gerne auch. Ich habe euch das Ganze verlinkt in den Shownotes. Ihr könnt aber gerne schreiben, was euch am besten gefallen hätte oder möglicherweise geschmeckt oder worauf ihr mal Bock habt, das Ganze zu probieren. Oder natürlich auch gerne mal schreiben, wo ich sonst so hingehen soll, was ich testen, probieren soll auf dem Kanal. Ist das Ganze ja dafür offen. Und dann würde ich sagen, wenn ihr das gemacht habt, ein Like und ein Abo, würde mich persönlich auch freuen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf dem Kanal bei Big M alias Big M TV. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.